Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Themen, die wir vorbereitet haben: USA, da gibt es Rückgänge bei den Flügen von 70% bei den Flügen zwischen Amerika und Kanada, aber auch aus dem Rest der Welt gibt es dort Neuigkeiten, die nicht ganz so toll sind. Die Leute haben Angst bei der Einreise, aber das ist eher unberechtigt. Dann geht es weiter mit den Airbussen 350-900, die von München woanders hingehen, ja, nach Frankfurt. Wir sprechen über die Brussels, die haben ein neues Businesskonzept. Miles & More, Last Call, die haben ja Bundle & Go, da gibt es noch Rabatt, da sollte man zuschlagen. Und wir haben Accor, All. Da gibt es ja eine Einlösemöglichkeit, die für den einen oder anderen interessant ist, nämlich Eurostar. Nein, das ist die Deutsche Bahn. Da ist es so, dass man dort 50% Conversion kriegt. Heißt also, da gibt es halt ein Angebot. Da könnt ihr vielleicht von profitieren. Ihr wisst, die Sendung gestern, ich hatte sie ausfallen lassen, weil ich so viel zu tun hatte. Ich hatte so viele Calls. Und deshalb hole ich sie heute nach, am Heiligen Sonntag. Also ihr sollt nicht ohne mich auskommen. Deshalb geht das auch direkt los, nachdem ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, ein Like dagelassen habt. Aber auch, ganz wichtig, kommentiert und auf School kommt. Das erste Thema, was wir heute haben, das ist die Reiseverunsicherung auf den Flügen nach USA. Ich selber plane ja wieder ein Event in den USA jetzt im Mai für Leute, die US-Kreditkarten haben und dort auch Konten öffnen wollen und auch ein Seminar besuchen wollen, wo wir über das Thema USA sprechen, Banken und so weiter. Heißt also, dass die Leute sagen, ja, wie ist das? Und die strengen Grenzkontrollen machen es vielen Leuten irgendwie quasi madig, dass man in die USA fliegt. Man hat auch gehört von Festnahmen von Leuten mit deutschem Pass, mit kanadischem Pass, also Touristen. Oder aber auch Leute, die Green Card-Inhaber sind, denen hat man die Green Card abgenommen. Wir haben dann Leute, die auch amerikanische Staatsbürger, die in den Knast gekommen sind. Heißt also, dass diese Strafzollpolitik und die Drohung von Donald Trump da auch an die Grenze durchgereicht worden sind und die Leute da Probleme haben. Kanada hat im Februar 23% weniger kanadische Besucher geschickt. Mehr als 50% der Kanadier wollen auch im Moment gar nicht mehr nach USA reisen. Viele vermeiden auch die Transitflüge über US-Flughäfen. Man storniert auch Reisen, selbst nach Hawaii, also Ziele, die relativ geil sind. Und das sind Verluste in Milliardenhöhe. Und Jobs sind in der Tourismusbranche, man redet hier von 14.000, bedroht. ESTA und Visa natürlich, das ist etwas, was keine Einreise garantiert, das muss man ganz klar sagen. Denn der Grenzbeamte, der vor einem steht, ist derjenige, der entscheidet. Und man kann auch dann keine Rechtsmittel einlegen. Das heißt ja Visa Waiver. Also das heißt, dass man seine Rechte quasi waived, weggibt. Und die Gründe sind natürlich, aber Gründe, die vorher auch schon dazu geführt haben. Aber keine Regierung hat halt die Grenzbeamten so unterstützt und hat da die Gesetze durchgesetzt. Heißt also zum Beispiel, wer zum Beispiel Vorstrafen hat, falsche Angaben macht, Overstays hat und der Aufenthaltszweck nicht ganz so klar ist, das ist doch klar, dass die Amerikaner da keinen Bock drauf haben. Und wenn man hört, man nimmt den Leuten die Green Card ab, ja, das ist, weil die über ein halbes Jahr nicht in den USA waren und in den Bedingungen für die Green Card steht, du darfst das Land nicht für mehr als 180 Tage verlassen. So einfach ist das. Das gibt es auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit dem Visa. Also das ist jetzt nichts, was amerikanisch ureigens wäre. Und jetzt ist es so, dass man natürlich sagen kann, ja, das Auswärtige Amt warnt. Nee, das ist keine Warnung, sondern man hat einfach nur gesagt, dass man halt bei der Wahrheit bleiben soll. Und klar kann man das jetzt sagen, dass man sich durch Trump beleidigt fühlt, dass man dort natürlich das Problem hat, dass man keinen Bock drauf hat. Und kann ich alles verstehen, das ist ja auch alles legal. Aber im Prinzip passiert ja nichts, was nicht in irgendeiner Art und Weise durchs Gesetz abgedeckt ist. Das heißt also, jetzt ist es nur so, dass die Amerikaner halt ein Backing haben von ihrer Regierung. Heißt also nicht, dass man da irgendwelche Sachen macht und dann kriegt man von der Regierung erklärt, ja, nee, haben wir eigentlich gar keinen Bock mehr, lass laufen. Und die Leute, die das mit ihren Green Cards so gemacht haben, die haben ja jahrelang das System ausgenutzt und wundern sich jetzt, dass sie jetzt
piff-paff einen auf die Fresse kriegen. Also insofern, es wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Viele Sachen von dem, was ihr gehört habt, stimmen so in der Tat nicht. Geht auch zum Beispiel über Leute, die nach also Tijuana fahren. Das kenne ich persönlich sehr gut. Heißt also, man kann da hinfahren. Ich vermeide es, weil der Rückweg immer ein bisschen lang ist, weil da der Stau so ist, auch beim Fußweg. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass man da ehrlich sein muss und sich fragen muss, hat man sich an die Regeln gehalten? Und wenn man es getan hat, dann gibt es auch keine Probleme. Hat man es nicht getan? Ist halt so. Ja, lasst uns wieder zu einem Vielfliegerthema kommen und das sind die Verlegungen der A350-900 von München nach Frankfurt. Es werden 6 Airbus 350-900 von München nach Frankfurt verlegt, denn man möchte den Langstreckenjetmangel, ja, das ist ein gutes deutsches Wort, Langstreckenjetmangel, entgegenwirken in Frankfurt und die Jets, die kommen, ja, die haben kein Allegris an Bord, ich weiß es, aber die werden dann fliegen ab April nach Incheon, nach Shanghai und ab Mai nach Denver und nach Seattle. Und die Flugzeuge, die da kommen, da gibt es Überstellungsflüge am 29. März, also gestern schon, war das die Delta Alpha India X-Ray India, also Dortmund. Dann von die Ulm, die Alpha India X-Ray Oscar, die kommt am 30. März, also heute. Dann kommt die Alpha India X-Ray Golf, die Mannheim kommt auch heute. Und dann kommt auch noch heute, ist das auch heute noch was ist es denn hier? Die Mannheim hatten wir ja, die Ulm hatten wir, also die kommen auch. Dann haben wir noch die Essen, die Alpha India X-Ray Echo. So viele Flugzeuge, kommt aber erst am 31., also morgen am Montag zwischen 8 und 9 Uhr irgendwann. Also fliegt um 8 Uhr los, um 9 Uhr ist sie da. Ja, es ist halt der Kabinenstandard ohne die Allegris, 48 Business-Class-Sitze, Premium Economy 21, 224 Economy-Class-Sitze. Die Flugzeuge sind bis zu 8 Jahre alt, heißt also die X-Ray Echo ist die älteste, ist 8 Jahre, dann die X-Ray Golf und die X-Ray India sind 7 Jahre circa und die andere, die X-Ray Oscar, ist circa 6 Jahre. Also hier ein guter Rund- und Überblick. Wer mit der Brussels Airlines fliegen möchte im April 2025, da gibt es Änderungen. Und zwar, da gibt es ein neues Business-Class-Konzept, was ab 1. April startet. Man möchte ein Erlebnis haben, was einem Boutique-Hotel entspricht. Man möchte dort den Fokus legen auf Persönlichkeit, Raffinesse und Komfort. Der Serviceablauf, der neue, ist halt, Gänge werden einzeln serviert, wie im Restaurant, das ist dieser Restaurantservice. Es ist eine Boutique-Hotel-Atmosphäre und jetzt ganz, ganz wichtig, es ist ein persönlich ruhiger und stilvoller Ablauf. Ja gut, man muss sagen, die Präsentationen sehen geil aus, da gibt es gar nichts. Ihr könnt das ja auch selber an den Bildern sehen. Und man muss halt auch sagen, die ersten Kooperationen sind mit Starköchin Arabelle Merlin, keine Ahnung. Und die hat Auswahl nach dem Hauptgericht als Käseplatte, Dessert und frisch geschnittenes Obst. Auch wenn ihr das Geschirr und das Besteck gesehen habt, feines Porzellan, organische runde Formen, Farbakzente in Blau und Bronze. Besteckdesign ist eher an den Flugzeugkonturen orientiert. Das habe ich jetzt, weiß nicht, wenn ihr das gesehen habt, könnt ihr das ja sagen, ja, das stimmt. Und die marmorierten Platten sind die Basis. Auch es gibt eine neue Bettwäsche, erdige, aber elegante Textur und ein hochwertiges, stilvolles Design, würde ich mal so sagen, wenn ich das mal so beschreibe. Investitionen sind 100 Millionen Euro in alle Klassen in die Kabine und die neuen Kabinen sollen bis 2027 eingeführt werden. Also hier vielleicht der ein oder andere Tipp. Ich glaube, dass die Freunde von Brussels unterbewertet sind. Die sind nicht schlecht. Also das muss man ehrlicherweise sagen. Und ja, da solltet ihr mal drauf schauen. Wo ihr auch drauf schauen solltet, ist der Miles & More Meilenkauf-Deal. Und zwar Bundle-and-Go-Pakete, die es gibt. Das Angebot bis morgen mit 50% Bonus endet quasi am 31. März, also quasi morgen. Und kaufbar sind maximal 250.000 Meilen ohne Bonus, was dann 375.000 mit Meilen sind. Das Bundle XS-Paket sind 90 Euro. Da sind dann halt die Meilenwerte 2,0 Cent ungefähr.
Avis Bonusmeilen 1250 plus 25% auf 5 Anmietungen und ein Priority Pass 5 bis 20 Rabattprozent. Dann das Bundle Small, das liegt bei 250. Das gibt einem 10.000 plus 5.000 Meilen sind 15.000 und 1,67 Cent pro Meile. Ist der gleiche Avios Priority Pass mit den 1.250 Bonusmeilen und 25% Anmietung auf 5 Anmietungen maximal. Hotels and Cars gibt es auch nochmal 25% Bonus auf die nächste Buchung. Das Bundle Medium ist 1.000 Euro, da gibt es 50.000 plus 25.000 Meilen, das sind dann 75.000 Meilen, da liegen wir immer noch bei 1,33 Cent. Avis 1.500 Bonusmeilen plus 50% auf 5 Anmietungen, Hotel and Cars 50%. Priority Pass gibt es auch nochmal 25%. Bundle Large, das sind 100.000 Punkte plus 50.000 Punkte, 1,17. Hotels and Cars Priority Pass, ich will es gar nicht mit dem Bonus jetzt vorlesen. Aber ihr seht, also ihr könntet da rein theoretisch 250.000 Punkte maximal kaufen, plus den Bonus. Und geht über points.com. Die Gutschriften erfolgen innerhalb von 5 Werktagen, gehen meistens aber schneller. Dann natürlich dran denken, dass es ab dem 3. Juni die dynamischen Preise gibt bei der Einlösung. Also, ja. Und nur die Partner-Airlines haben noch feste Meilenwerte. Was soll man dazu sagen? Also der beste Meilenpreis ist natürlich mit dem Large Bundle, logischerweise. Da gibt es die meisten, ist auch optimal, wenn man jetzt noch vor dem 3. Juni buchen möchte und da halt Vorteile sich raussuchen möchte. Aber wichtig ist halt, dass man damit noch die Sweet Spots vor der Änderung erreicht und sich damit Flüge in der Zukunft sichert und die nicht dann irgendwo hinlegt, weil ihr natürlich, wie ihr aus der eigenen Erfahrung wisst, es wird nicht billiger. Also das heißt, dass ihr da ganz klar handeln müsst. Also machen. Wir haben als letztes Thema nochmal ein Thema Accor. Da kann man die Punkte nämlich umwandeln. Und zwar kann man die umwandeln mit 50% Bonus zu den Club Eurostar, also Eurostar der Bahn, die da unter dem, ich hätte fast gesagt Atlantik, also im Ärmelkanal von Paris dann nach London fährt und dann durch den Tunnel. Oder aber auch zu Bahnbonus. Wenn wir uns das Eurostar angucken, ist der Zeitraum vom 11. März bis zum 11. April 2025. Gibt 50% Bonus auf die Eurostar-Punkte, heißt also 2000 Accor Live Limitless Punkte sind 1000 Eurostar-Punkte, mit dem Bonus sind es 1500. Es ist natürlich nicht, dass das zum Status zählt bei Eurostar, muss man sagen. Gutschrift innerhalb von 6 Wochen, ja, ich weiß. Rückbuchung wie immer nicht möglich und natürlich pro Transaktion wird berechnet, nicht kumulativ. Die Deutsche Bahn, das ist das, was vielleicht für den einen oder anderen interessanter ist, ab 26. März bis zum 25. April. Da werden 2000 Punkte auch 1000 Bahnbonuspunkte, beziehungsweise mit dem Aktions 50% gibt es dann sogar 1500 Bahnbonuspunkte anstatt der 2000, anstatt der 1000 Punkte. Natürlich wichtig ist, dass ihr Bahnbonus-Mitglied seid. Ihr könnt diese Punkte bei Bahnbonus benutzen für Tickets, für Upgrades, für Snackgutscheine, für Prämien im Bahnbonus-Shop, logischerweise, also alles, was man dann machen kann. Ist halt ein Bonus für Leute, die jetzt nicht viel fliegen wollen, die jetzt sagen, ich will mal mit der Bahn fahren. Vermeidung für den Punkteverfall bei Accor, dann könnt ihr die Punkte zumindest erstmal raus transferieren. Und wer natürlich die lieber als Hotelnächte benutzt, wobei für Hotelnächte gibt es natürlich wesentlich mehr Bang for the Buck. Und natürlich auch für die Reisen zwischen Europa und England. Und wichtig ist halt besonders, wenn man da ein gezieltes Sweet Spot-Thema hat, was man ausnutzen möchte oder halt einfach Punkteüberschuss hat. Aber wer kennt das nicht? Ich habe heute Punkteüberschuss. Ich habe ein Problem, wo ich meine Punkte hin transferiere. Nein, so schlimm ist es bei mir Gott sei Dank nicht. Aber nichtsdestotrotz denke ich mal, dass ihr heute wieder absolut informiert in den Tag gestiegen seid damit, beziehungsweise in den Abend. Ich weiß gar nicht, wir haben jetzt 3 Uhr hier. Ich werde das hochladen, muss ich mal gucken. Und dann könnt ihr natürlich da nochmal, wie immer, den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, Like da lassen und morgen wieder zur nächsten Sendung, frisch und fröhlich. Und dann geht das los und Kanal abonnieren, Glocke, Like und kommentieren und School. Ich freue mich, euch dort zu sehen. Also bis dann, danke und viel Spaß noch. Bis dann. Ciao, ciao.